ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Euer Cast Arena Team. Ja, willkommen zurück hier auf Cast Arena, im Fußball-Podcast auf YouTube. Heute mal mit interessanten Informationen und Nachrichten aus der italienischen Serie A von Juventus Turin und ihrem Talentspieler Kenan Yıldız, der auch für die türkische Nationalmannschaft spielt. Da soll es ein Angebot geben von Arsenal London von 40 Millionen Euro. Und in diesem Artikel, den schauen wir uns mal gemeinsam an und werden da vielleicht auch nochmal hier und da nochmal meinen Kommentar werde ich dann nochmal hinzufügen, wie ich das sehe. Kenan Yıldız, das mal vorweg. Er hat ja auch viele Jahre beim FC Bayern München in der Jugend gespielt, 10 Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, circa. Und dort ja auch ein Führungsspieler war und es gab ja immer wieder die Frage, warum man diesen Spieler überhaupt ziehen lassen hat. Bei Bayern hat man das Talent nicht erkannt. Nein, so war es nicht. Da hat sich auch schon Hasan Salihamidzic schon zu geäußert. Er meinte, dass die finanziellen Forderungen nicht gepasst haben. Man wollte und konnte dem nicht entgegenkommen und deswegen hat man ihn dann letztendlich ziehen lassen. Kenan Yıldız hatte gesagt, dass Juventus Turin den besseren sportlichen Plan vorgelegt hat und damit konnte man ihn zu einem Wechsel überzeugen. Und letztendlich aus Sicht des Spielers muss man ja sagen, ist das ja gut verlaufen. Also der ist ja jetzt, wie gesagt, auch im Fokus, nicht nur bei Juventus, auch bei der türkischen Nationalmannschaft. Insofern war das aus seiner Sicht definitiv keine verkehrte Entscheidung. Natürlich hätte er ja auch Talent und können auch bei Bayern sicherlich präsentieren können. Das hätte wahrscheinlich auch funktioniert. Wie auch immer, auf jeden Fall war es, kann man jetzt schon sagen, aus seiner Sicht sicherlich nicht verkehrt. Verkehrt, weil er auch immer wieder jetzt Spielpraxis sich in der italienischen Liga erholen konnte und somit auch immer wieder sich in Szene spielen konnte. Und das führt jetzt auch zu dem Artikel, den ich jetzt gleich mal vorlesen werde. Der Spieler Kenan Yıldız steht im Fokus von Arsenal. Eine Transferofferte, die Rekorde brechen könnte. So die Headline. Und der Arsenal kann man ja mal, also ist ja bekannt dafür, dass sie immer wieder junge Spieler holen, junge talentierte Spieler holen und diese dann auch über Jahre sensibel und gezielt strategisch aufbauen. Und für junge Spieler denke ich mal, ist Arsenal keine schlechte Adresse, definitiv nicht. Gerade ja die englische Liga, ja, braucht man glaube ich auch nicht so viel zu sagen. Wäre jetzt auch, denke ich mal, aus Spielersicht keine so schlechte Sache. Aber jetzt mal im Artikel. Mal gucken, was da so im Detail zu steht. Der Transfermarkt im Fußball ist bekannt für seine Dynamik und teilweise astronomischen Summen, die für Spieler geboten werden. Ein aktuelles Beispiel, das die Fußballwelt im Atem hält, ist das Interesse des Premier League-Giganten Arsenal an Kenan Yıldız, dem talentierten Spieler von Juventus Turin aus der Serie A. Kenan Yıldız, der für seine beeindruckende Leistung auf dem Spieler bekannt ist, hat Interesse vieler Spitzenvereine geweckt, aber es war Arsenal, das mit einem bemerkenswerten Angebot von 40 Millionen Euro an die Öffentlichkeit trat. Die Summe unterstreicht die hohe Wertschätzung und das Vertrauen, das Arsenal in die Fähigkeit und Potenzial von Yıldız steckt. Ja, 40 Millionen, das ist schon eine Hausnummer. Die Reaktion von Juventus auf das Angebot war jedoch eindeutig. Der italienische Verein betonte, dass Yıldız nicht zum Verkauf stehe und wies
darauf hin, dass selbst eine Verdopplung des Angebots nicht ausreichen würde, um eine Diskussion über einen Transfer in Gang zu bringen. Juventus sieht in Yildiz eine zentrale Figur für die Zukunft des Vereins und ist bereit, seinen Verbleib zu sichern, auch wenn dies bedeutet, lukrative Angebote abzulehnen. Also 40 Millionen, das Doppelte wäre 80 Millionen. Also die würden sogar 80 Millionen jetzt dafür für den Spieler ablehnen. Ja, interessant. Sollte es jedoch zu einem Transfer kommen und Arsenal oder ein anderer Verein bereit sein, die von Juventus geforderte Ablösesumme von gerüchteweise mindestens 80 Millionen Euro zu zahlen, könnte Yildiz zum teuersten Türkenspieler aller Zeiten werden. Dies würde nicht nur seine individuellen Qualitäten und seinen Marktwert bestätigen, sondern auch die steigenden Transferausgaben im modernen Fußball unterstreichen. Die Geschichte von Yildiz und das Interesse von Arsenal werfen ein Schlaglicht auf die Komplexität und die hohen Einsätze im Transfergeschäft des Profifußballs. Während finanzielle Aspekte zweifellos eine wichtige Rolle spielen, sind es letztendlich strategische Überlegungen und Visionen der Vereine, die darüber entscheiden, ob ein Transfer zustande kommt oder nicht. In diesem speziellen Fall zeigte sich, dass Juventus nicht bereit ist, einen Schlüsselspieler zu verlieren, egal wie viel Geld geboten wird. Arsenal und andere interessierte Vereine bedeutet das dass sie möglicherweise ihre Strategie überdenken und entweder ihre Angebote erhöhen oder eine Alternative suchen müssen, um ihre Teams zu verstärken. Abschließend lässt sich sagen, dass der Fall Yildiz und das Interesse von Arsenal an ihm ein faszinierendes Beispiel für die Mechanismen und Herausforderungen des Transfermarktes im modernen Fußball darstellt. Es zeigt, wie einzelne Spieler zu zentralen Figuren in den strategischen Plänen von Spitzenvereinen werden können und wie die Wertschätzung ihres Talents und Potenzial in Form von rekordverdächtigen Ablösesummen zum Ausdruck kommt. Ja, das ist ein interessanter Abschluss. Und wir werden sehen, wie sich das alles so entwickeln wird. Also, ja, und nimmt eigentlich relativ viel mit, was so ein Topspieler an Skills braucht. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass wir noch mit ihm, mit Kenan Yildiz, sehr viel Spaß haben werden. Ja, Spaß haben in diesem Sinne wünsche ich euch auch. Schaut unsere anderen Videos auch mal an. Da wird sicherlich der eine oder andere interessante Beitrag dabei sein. Und natürlich über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Abonniere jetzt. Sei der Erste, der nichts mehr verpasst. Klicke auf den Abonnieren-Button und stelle die Benachrichtigungen an, damit du nie wieder eine Folge verpasst. Cast Arena, dein Podcast. Dein Spiel. Deine Arena.